Willkommen zurück, ja hier auf einer imperialen Basis, aber eigentlich in den Messehallen, denn heute wird's richtig krass. Heute geht unser Spielerherz auf und euer auch, weil wir haben hier wirklich ein Event, ein Spiel, was noch nicht draußen ist, mit der Star Wars IP und es wird absolut insane. Wir haben den ersten Einblick überhaupt. Ich bin total hyped, ohne Mist. Ich habe erstmal das hier gesehen, wir sind in der imperialen Basis, wir sind schon voll in der Stimmung drin des heutigen Tages, denn wir spielen heute eine ganze Menge Spiele an. Das, was wir die letzten Tage nicht so geschafft haben, weil wir durch die Hallen gerannt sind mit euch am Händchen, um euch zu zeigen, was ist das Messegefühl. Heute werden wir ein bisschen länger sitzen und ein paar Spiele anspielen, die wir schon irgendwie uns ausgeguckt haben, wo wir gedacht haben, okay, die interessieren uns sehr. Und das erste Spiel, was wir gleich sehen werden, ist Star Wars Unlimited. Das ist noch überhaupt nicht erhältlich. Das kommt erst im nächsten Jahr und wir haben den Designer an Bord. Das ist ein TCG, also ein Kartenspiel, was wir uns gleich angucken. Das ist extrem krass und ihr seht einfach, wie gehypt wir sind. Deshalb, der Slot hieß vorher 40 Jahre Spiel und wir gratulieren zu 40 Jahre Spiel. Wir haben es in den Videos auch erklärt, was eben alles dazu ist. Und unser Geschenk ist auch, dass wir hier auf der Messe einfach wahrnehmen, was hier spontan alles passiert. Davon lebt die Messe und deshalb haben wir uns gesagt, wir schmeißen uns spontan da rein, wenn wir die Möglichkeit haben, für euch da reinzugucken. Deshalb würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit, oder? Ich will keine Zeit verlieren. Nein, aber du willst die Partie gegen mich gleich verlieren. Nee, ich werde die wohl sowas von gewinnen. Ja, Schreibt gerne im Chat, auf wen ihr setzt. Ja, wir werden natürlich ein Testspiel spielen und dem Designer ein paar Fragen stellen. Absolut. Und uns an diesen Tisch setzen vor allem. Genau. Hi, Jim. Welcome. Hello, how are you doing today? Good, and you? Good, good. I hear you are celebrating 40 years of Spiel. Yeah. That's amazing. Congratulations. Absolutely. Thank you very much, and thank you to all the people here. Yes. This is a lot. This Yeah. is awesome. But we are very, very excited. Yeah, we're the first people who can play this demo with you, the designer of Star Wars Unlimited. Just to be clear, I want to make sure it's very clear. I am one of the designers. We have a good team of people that work on this. It's not just me. So. But I'm excited to show you the game. I think you're going to be excited. For those who might not know, this is a very kind of fast-paced, back-and-forth action game. We want to kind of capture the cinematic moments of Star Wars in a way that's really cool and interesting. But it's everything here is about, each player chooses a leader. That leader kind of represents the identity of their decks. Also, you're attempting as an objective to destroy your opponent's base. So basically, every game will start, you will bring to the table a leader and a base. And from there, you'll be able to battle on two different arenas, once in ground, one in space. So it kind of separates, again, that very cinematic, Star Wars battling that you are used to from watching the films and shows. I will translate for the German viewers. Also wir haben es hier mit einem Trading Card Game zu tun, der die cinematischen Highlights von Star Wars komplett eingefangen hat. Also es geht eben darum, dass jeder ein Deck übernimmt mit seinem Lieblingshelden. Hier am Anfang ist Luke Skywalker und Darth Vader eben auswählbar und wir stellen hier unsere Decks zusammen und es ist einfach thematisch mega passend. Unsere Einheiten platzieren wir dann eben im Weltall oder eben auf dem Boden als Bodeneinheiten und hier ist so viel Liebe in die Artworks und in das Design und in dieses Star Wars Welt geflossen, dass wir mega heiß drauf sind, uns gleich hier die Köpfe damit einzuschlagen. Ja, und das werdet ihr alles auch noch gleich erkennen natürlich. Vielleicht gehen wir zuallererst einmal, bevor wir ins Spiel reinstarten, über diese 3 Kartentypen drüber, damit ihr grob wisst, was könnt ihr erwarten und dann erklären wir das Spiel, während wir es spielen, damit ihr nicht warten müsst. Ja, natürlich. Also, maybe you can tell us about the leader, the base and of course the standard cards. Absolutely. So, of course, each leader has kind of like a starting ability. They start kind of not in either arena, right? They're here as kind of, they're kind of taking command of the battle. They have various abilities that will allow you to interact with your decks. Additionally, the base represents the location that you're fighting over. And at first glance, it looks very simple, right? All you see is, very little text, a number that shows how much damage until it's defeated. But in actuality, it is very essential to the way deck building works in the way that the color icons and everything else are involved. And then in the game, we have actually two, we have both ground units, which you can see, they will obviously fight along the ground. Those are going to be things like, your main characters and, your stormtroopers and your rebel troopers. And then, of course, when you move into the space arena, wasn't going to be that easy. Let's take it to, let's find, of course, if you're playing the Imperials, you would expect to find TIE fighters.
that would come out and be deployed into the space area, and how they would then obviously interact with other Rebel ships and back and forth. So we wanted to make sure that this was, again, very cinematic in that way. And then of course you also have, as in typical card game fashion, the ability to play events that can interact as like a one-time use, and you'll be able to play that, use its effect, it goes to your discard pile and keeps everything moving along. Also, wie ihr es kennt, ihr habt hier zum Beispiel, das haben wir gerade gezeigt, TIE Fighter, die ihr dann natürlich in dem Luftraum einsetzt. Ihr habt Eventkarten, die gespielt werden und dann auf den Discard-Pile kommen. Und was das Besondere hier in dem Spiel ist neben dem Unterschied zwischen den Space Units und den Ground Units, dass jedes Deck eben auch eine Base hat. Und diese Homebase, die zeigt an, wie viele Lebenspunkte ihr im Endeffekt habt und gibt auch die Icons vor, die sind oben links auf der Ecke, die ihr für euer Deck-Building nutzen könnt. Das setzt sich eben aus den Icons aus der Base zusammen, wie auch auf den Icons auf eurem Leader. Hier sind jetzt also 3 farbige Icons oben links in der Ecke und das gibt euch an, wie ihr eure Karten zusammenstellen könnt, denn die müssen diese Farben enthalten. Aber es gibt ja auch keine Restriktion. Ihr könnt auch Karten nehmen, wo diese Icons nicht mit abgedeckt sind. Dafür müsst ihr dann nur mehr Kosten bezahlen. Das sind aber schon viele Details. Wir starten gleich mal direkt mit dem Spiel. Ja, ich würde mein Deck noch einmal ganz kurz mischen, ja, mit der besten Mischmethode, die es gibt, dem Pile Shuffle. And while I do that, maybe you two can talk about, what the first steps during a game are. Yeah, absolutely. So, you're going to go ahead and draw 6 cards off of the top of your deck. From these cards, you're going to take a look and you're going to choose 2 of them to create 2 face-down resources. Now these cards you won't use anymore during the game. They will exclusively be resources forever. And then you're going to use those resources to pay for your cards throughout the course of the game. And every round, at the end of every round, you're going to have an opportunity to add more resources. Okay, wir haben hier meine Starthand und ich ziehe 6 Karten am Anfang und muss mich jetzt entscheiden, 2 Karten davon als Ressource abzuschmeißen. Ressource ist immer die Währung, die wir brauchen, um die Kosten oben links der Karten zu spielen. Das heißt, am Anfang des Spiels ist es ganz wichtig zu gucken, welche Karte ist vielleicht sehr, sehr teuer, kann ich am Anfang nicht gebrauchen und die schmeiße ich dauerhaft als Ressource ab. Im Laufe des Spiels werde ich immer wieder 2 Karten nachziehen und kann eine als Ressource abwerfen. Und das tue ich jetzt. Ich gucke mir meine Handkarte an und entscheide, welche ich für die ersten Runden nicht haben möchte. All right, which ones are we going to choose? Yeah. I will take the Snowspeeder. Ich nehme den Snowspeeder, weil der hier oben 5 Kosten hat. Ich brauche also schon 5 Ressourcen. Die werde ich also erst spät im Spiel erreichen und jetzt gerade in meiner ersten Runde hilft mir das nicht. Because it's too early for me, so I use it as resource. Yes. And then I will take maybe the second X-Wing. Yep, that makes sense. Ah, cool. Perfect. So, good choices. Thank you. One question, because I know there's a mulligan. And of course, I'm playing as tactical as possible. Does the mulligan go through first or the resources? So first the mulligan, because essentially it's you're going to take a look at your hand, see if there's things you can do with it, both understanding the resources and understanding what you're going to want to keep to play. And if looking at that whole picture isn't what you're looking for, then you would do the mulligan at that point. So you would shuffle everything back into the deck, draw 6 again, so you're not losing a card doing that. And then you would have to stick with that hand. Oh, so I can only shuffle everything or nothing? Correct, yes. Okay. Yes, absolutely. It's we played around with a bunch of different options for how to do that, but ultimately because of how many cards you get to see during the game and how consistent that is, we wanted to make sure that even though that's not necessarily the most player-friendly version, because there's obviously different ways to do mulligans, that for this game, because of how much consistency existed, we wanted to make sure that that was a little bit more aware of how keeping you to being it's all or nothing. Okay, while I shuffle my deck again because I want to mulligan, can you tell me about what kind of decks we're playing with right now, how many cards are in there, and what the card limit in competitive play will be like? Yes, absolutely. So in these 2 decks, you've got, these are actually a pared down version of the starter decks. So this is exclusively for our demo purposes. These are only 30 card decks. The standard for competitive play going forward for constructed are 50 card decks minimum. No maximum, so you can build as much as you want if that's the way you want to do it. Also, in competitive play, it will be 3 of any card is the maximum amount of cards you can have in a deck.
I will make a quick translation. Also, wir spielen hier gerade nur mit Demokarten, weil wie gesagt, das Spiel kommt erst nächstes Jahr raus, deshalb fassen unsere Decks hier auch nur 30 Demokarten. Im Normalfall sind es 50 Karten, die da reinkommen und die müssen es mindestens sein. Ihr könnt auch mehr da reinpacken. Ihr dürft jeweils 3 Kopien einer Karte im Deck haben, mehr nicht. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür und Daniel hat vorhin noch einen Mulligan gemacht, das heißt, er hat seine Handkarten gesehen und kann sich entscheiden, entweder alle nochmal abzuwerfen und nochmal neu zu ziehen oder eben genau den Zug zu machen, den ich gemacht habe, 2 Ressourcen für den Start aufzuschmeißen und mit 4 Karten zu starten. Okay, we are right in front of the first round. I'm very excited. Who is the first player? So we're gonna randomly determine first player. So in the air, yeah. You want me to flip it? Yeah. All right, I'll flip it, and then you tell me who wants to call it. I'll take the printed side. Printed side. All right, here we go. Well, I'm the first. Like the light side is with me. Yeah, perfect. So, ich nehme mir, also am Anfang wird eben mit dem Flip entschieden, wer hier startet, also die Macht ist auf meiner Seite. So, und jetzt starte ich mit meinem ersten Zug und ich will natürlich direkt mal ein bisschen Druck aufs Feld bringen und das tue ich hier, ich zeige euch den mal einzeln, mit meinem Rebellen Pathfinder, denn das ist eine Karte, die kostet 2 Ressourcen. Ich habe 2 Ressourcen und die hat eine wunderbare Fähigkeit und zwar, die ist ein Saboteur. Das ist, wenn die angreift, ignoriert die eben Wachposten, hier Sentinels genannt, und umgeht Schilde. Was sind Schilde? Karten haben natürlich eine Stärke. Das ist das, wie viel sie aushalten, der blaue Wert, und der rote Wert, das ist, wie viel Schaden die machen. So. Ich spiele diese Karte, die kommen getappt ins Spiel und tappe auch meine beiden Ressourcen, die ich ausgelegt habe. Ich habe also immer eine Aktion und meine Aktion war es jetzt, eine Karte zu spielen. Es wäre auch eine Aktion, eine Fähigkeit zu benutzen. Ich könnte auch die Fähigkeit meines Helden benutzen oder eben Ereignisse von der Hand spielen. My first turn. okay. Und das Spannende ist, es ist nicht so, dass die Ressourcen nach deinem Zug sofort wieder aufgefrischt werden oder am Anfang jetzt, nachdem ich einen Zug gemacht habe, sondern how does the turn order work? Maybe you can tell that while I do my turn. Yes, of course. So, unlike a lot of other games where you take an entire turn, use all your resources, do everything you can, this game is very much back and forth. We want to keep people always engaged. So, each time, starting with the first player, you take one action, and then action passes to your opponent, and then those actions will go back and forth until both players pass. And so it creates this you have to always pay attention, you have to be aware, because whatever card is played by your opponent may change your whole battle. And this is also an action to snap the initiative for the next round. Yes, absolutely. So one player each round may claim the initiative. And when you claim the initiative, that means that you are passing for that round and you are passing for the rest of the round. So you cannot take any more actions once you've claimed the initiative. But that means that, you know, there's opportunity where being first is incredibly important. And so you might choose to not even play all of your cards or use all of your resources because you want to make sure that for next round, you will be going first. Eine Aktion ist es auch, sich die Initiative für die nächste Runde zu schnappen. Denn eigentlich würde die jetzt in der Tischmitte liegen und müsste sich erst noch von dem Spieler genommen werden. Da ich jetzt keine Ressourcen mehr habe und sonst keine Aktion mehr durchführen kann, sage ich jetzt ganz, ganz smart, ich nehme mir die Initiative. Das kann übrigens auch ein taktischer Spielzug sein, dass ihr nicht immer alle eure Ressourcen verbraucht und alle Handkarten spielt, weil ihr eben die Initiative für die nächste Runde haben wollt und das ist extrem stark. So, I am the first player in the next round. What will you do? Yeah, I will play something during this round again, because I've got a master plan in my mind. Okay, also, Leute zu Hause, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt, und darüber können wir auch einmal sprechen, den Effekt meines Anführers benutzen, meines Leaders, Darth Vader. Und der sagt, sobald ich eine imperiale Einheit, nicht wahr? Eine imperiale Einheit gespielt habe in meinem Zug, darf ich den Effekt benutzen, indem ich noch eine Ressource ausgebe und dann tabbe ich eben meinen Anführer. Das würde ich jetzt tun. So I tap Darth Vader. I pay 1 resource because I also fulfill the requirements of playing an Imperial unit. Yep, of playing a villainous unit. I gotta make sure that's because Imperial is a keyword. Okay. Villainous here, so one of the aspects is villainous. Villainous, Yes. okay. Bösewichtig ist hier ein Aspekt. Und den muss ich spielen, damit ich die Aktion benutzen darf, eine Ressource ausgeben, ihn tabben und dann darf ich einen Schaden verteilen auf eine Einheit. And Vader is a beast. He is dealing damage like he have to. Yes, so it's gonna deal damage to the base. So 1 damage, we can use the beautiful Gamegenic tokens. We have Bam! and then a unit, which that's the only one available, so you'll take 1 damage there as well. Yes, Vader can get very aggressive very quickly.
The tokens are from GameGenic. Yes. It's not in the starter box. Right. In the starter, we have punch tokens, but of course, GameGenic wanted to. We worked directly with GameGenic. We created a suite of tokens. Not only does it have all the required tokens, but it has a lot of reminder tokens and extra stuff that will enhance your game in a way that we don't have in the regular game because it's not needed. But of course, GameGenic always makes sure to take care of details. So. Also GameGenic ist der offizielle Partner. Die Tokens, die wir hier benutzen, kriegt ihr von GameGenic. GameGenic hat sogar mehr Token, als es in der Grundbox gibt. Das sind aber Erinnerungstokens. Das heißt, in der Grundbox ist alles drin, was ihr eben gebrauchen könnt. Und GameGenic hat auch coole Trays, wo ihr eure Decks verstauen könnt. Zeigen wir euch aber da am Anschluss noch. Okay, you make damage to me. So, this Rebel Pathfinder only got 2 chills left. Yep, because that's also quite important. That damage doesn't get reset at the end of a round. Correct. It stays on the units, which is an interesting design decision. What made you think of that instead of resetting the damage? Sure. It created a different dynamic, right? Because you now have to start worrying about things like is it worth it to keep a unit around and try to save it from being able to take damage from another unit. You might make choices differently because your units are damaged. And ultimately, it also means that we are, in order to kind of counter that, it allowed us to use an entire mechanic that is revolved around the idea of restoring health to units or to your base. And so having that on there gave us a lot more design space to work with. Ja, sie haben das also gemacht, dass diese Einheiten den Damage, den Schaden, den sie haben, nicht zurücksetzen nach der Runde, damit sie mehr Möglichkeiten haben, später im Verlauf des Spiels und im Verlauf der Spieleentwicklung mehr Tiefe in das Spiel reinzubringen und die einzelnen strategischen Entscheidungen, schwieriger für die Leute zu machen, für die SpielerInnen, damit es ein bisschen spannender wird einfach. Und das wäre jetzt tatsächlich auch mein letzter Zug in dieser Runde. Ich würde jetzt auch passen. And what happens if I pass as well? What happens right now is, wenn ihr im Chat Fragen habt, dann schreibt sie da rein. Wir gucken in den Chat rein, können eure Fragen direkt auch weiterleiten, also nutzt die Möglichkeit. I already said, in the chat, our community can ask any questions. We will look in and then you can answer. Awesome. Okay. And there is already one question. I mean, I suppose, ich weiß, ihr wollt Spielen sehen, aber eine Frage aus dem Chat gerade. Ist das wieder ein reines Duellspiel oder kann man das auch im Team spielen? So, one person asks, is this a dual game only, or can you also play it multiplayer? Sure, that's a great question. This game was built from the ground up to have a multiplayer format. We have not revealed all the details of that yet, because we've got some time between the release date of March and now, so we want to make sure we can reveal cool and fun stuff between then. But I can assure you that from the beginning, we built this game as a multiplayer game as well. It is something that you can do. It's not the main format, but it's something that I think players will really enjoy. Ja, also er hat gerade gesagt, und es ist tolle News auch für dich, ja, dass es ein Multiplayer geben wird. Er ist mitgeplant seit Beginn des Designprozesses und wie der funktionieren wird, das werden sie noch verraten, aber den wird es auf jeden Fall geben, was ziemlich cool ist. Und jetzt Runde 2. Next round. All right, so have you claimed the initiative on yours? Mm-hmm. So, and then you don't have anything left to do, so you're going to pass, right? So at the end of a round, then you are going to draw 2 new cards to add to your hand. So we wanted to make sure that you always had card options. It was kind of cards were flowing. Again, that consistency we talked about, why the mulligan rule is the way that it is. And then from these cards, you get to choose 1 card to put face down as a resource. So you'll be able to build these up round over round to be able to play more expensive cards or more cards in general. Ich ziehe also zum Start der neuen Runden 2 Karten nach und kann eine Karte davon als Ressource mir hier reinlegen. Ja, das kann ich tun. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie viele Ressourcen will ich in der nächsten Runde haben. Wenn ich zum Beispiel hier diese Karte spielen möchte, die würde mich eine kosten und dann könnte ich noch einen Fighter spielen. Hätte also, wenn ich jetzt eine Ressource abwerfe, die Möglichkeit, 3 hier zu platzieren. Ich würde mich jetzt einfach mal dafür entscheiden, dass ich C3PO einfach mal ins Backoffice schicke und ihn hier als Ressource ablege. I took C3PO. And I tap all my cards. And then once you've played your extra resource, you then ready all of your cards, and you've got the same going on over here. What are you going to choose? Okay, one thing to clarify. Yes. Can I only put a card down as a resource from the 2 I just drew? Or from my whole hand? No, from your whole hand. One of the principal design philosophies we had for this game is every time we interacted with a mechanic,
our idea is what is the thing we want to do the most? And right, we could have done it. You only get to pick from those two, but as players, we were like, no, we want to be able to make tactical choices in the moment. And so that became, well, the most fun version of it is pick any card you want, and that's what we decided to go with. Okay, so what I'm doing is putting Um das down... eben auch auf Deutsch zu erklären. Ihr könnt jede Karte von der Hand als Ressource abschmeißen. Das heißt, nicht nur eine von den beiden Karten, die ihr gezogen habt. Das ist der Hintergrund ist einfach der, dass man schwierige Entscheidungen jederzeit im Spiel treffen muss. Man muss abwägen, welche Karte ist mir gerade eben nicht die richtige auf der Hand und die werde ich ewig als Ressource opfern. Also immer schwierige Entscheidungen. Und ich habe gerade eine 4-Kosten-Karte hier reingelegt, weil ich dachte, okay, ich kann sie jetzt sowieso noch nicht spielen. Ich brauche die erst später und bis ich wieder 4 habe, habe ich vielleicht eine andere Karte, die mir dann mehr hilft. Okay, I did what he did. And now we're ready to start the next turn. Yes, and that begins with whoever has the initiative, which you claimed, so you're first. Luke has the initiative. Also Luke fängt an. Und um da mal wieder was Cooles zu machen, ich will ja auf beiden Kriegsgebieten vertreten sein, also im Weltraum und eben auf dem Boden, werde ich hier den Restored RRC 170 spielen. Der kostet mich 2 Ressourcen, kommt wie gesagt getappt ins Spiel, aber wenn diese Karte später angreift, dann heilt die einen Schaden von meiner Basis. Und wie ihr wisst, wenn ich 30 Schaden auf der Basis hätte, würde ich das Spiel verlieren. Also wirklich eine gute Unterstützung der Rebelleneinheiten. Die kommt getappt und ich tappe auch 2 Ressourcen. Daniel ist dran. Okay, ich werde jetzt Folgendes tun. Kurz nachdenken. Und zwar möchte ich gerne meinen Super Laser Technician spielen. Der sagt Folgendes: Wenn er zerstört wird, wird er als Ressource bei mir unten in die Ressourcen gelegt, was mir natürlich hilft, schneller mehr Ressourcen zu bekommen, weil du kannst ja sonst nur eine Ressource pro Zug generieren. I know what is coming. Vader is a cruel guy and he don't like his own people. Nope, not at all. Ja, vielleicht seht ihr gleich eine coole Kombo, weil Vader ist auch nicht immer so nett zu seinen eigenen Leuten. Okay, so I just played him. I turned over 3 resources and it's your turn again. And I do things what rebels do. Und ich werde jetzt als Rebell endlich mal den Krieg zu denen bringen und werde die imperiale Basis oder das Kommandocenter mit meinen Rebellen-Pathfindern angreifen. Und das heißt, ich erschöpfe diese Karte, die macht 2 Schaden. Ja, und seine Basis erhält die ersten 2 Schaden. Es bleiben also 28 Lebenspunkte über. First important move. Yes, absolutely. And now I believe that means you're currently winning. Yes. Yes, you do. Currently winning, yes. But not long, because I will also attack your base with my TIE Fighter. Pew, 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 pew. Okay, ich krieg auch 2 Schaden, aber wenn Jim sagt, ich bin hier gut dran und ich werde gewinnen, dann mal gucken, ob ich das halten kann. Okay. I don't know if it's the right timing, but I will try. Ich habe noch eine Ressource über und dafür werde ich diese Heilungskarte spielen, um meine Basis direkt von Schaden wieder zu befreien, weil Vader schmeißt extrem viel Schaden und das will ich so früh wie möglich loswerden. So, I'm playing Repair, an event card for 1 resource and I heal 3 damage from my base. Because I'm afraid of Vader because he's a damage dealer. Yeah, it's probably a good idea. Yeah. Vader's good. It's good to be afraid of Vader. Thank you. So, die Karte werfe ich jetzt ab. Be afraid of me. One question: the discard pile is normally an like face-up pile, right? Yes, face up. So you want to make sure you flip that face up. There you go. So I can see how many of your guys I brought into the discard pile, graveyard, some stuff like that. I can't do anything anymore, so I'll just take the initiative. Oh no, ich verliere die Initiative an Daniel, weil er nimmt sich die. Und das ist für mich jetzt ganz uncool, weil ich kann auch nichts mehr machen. Und deshalb passe ich jetzt ebenfalls. I will also pass, but I lose the initiative. Okay, and now we again reset our board states. We draw 2 cards, Draw 2 cards. put a resource down. While we do that, what was the design decision behind doing like 2 battlefields and a base with HP? So you also always have to like see, what do you do? Board control or attacking the base? Why did you do like all of this? Sure. So a lot of it comes down to, again, we return to that idea of cinematic Star Wars.
and we wanted to really capture, for fans of the IP, to kind of recreate those moments. So you think about like some of your favorite battles in the Star Wars galaxy, and you think about, think like something like Endor, where you have, there's the space battle going on above Endor, there's the battle for the shield on the ground, you also have kind of the personal battle between Luke and Vader and the Emperor happening in the throne room. And so being able to kind of encapsulate that and have that experience really allows for these kind of storytelling moments, right? You even said it yourself when you went to go attack, right? I'm going to send my TIE fighter to attack your base. That sounds like a very Star Wars thing, right? And so we wanted to bring out that emergent narrative. Also, es ist das Hauptziel gewesen, diese cinemastische Art von Star Wars hier in dem Spiel einzufangen. Und ihr habt es gerade schon in den Zügen gemerkt. Daniel sagt mir, ich spiele den TIE Fighter und ich greife deine Basis an und es macht piu, piu, piu. Ich bin mit dem Rebel Pathfinder irgendwo hier im Dreck und verstecke mich mit meinem Gewehr und versuche seine Einheiten, eben wie es die Rebellen tun, aus einer sicheren Entfernung auszuschalten. Ja, und das Star Wars Feeling, das wird sich sogar gleich noch mehr steigern, wenn das erste Mal Luke Skywalker oder Darth Vader aufs Feld kommen. Denn das haben wir euch noch gar nicht gezeigt. Die haben nämlich eine epische Aktion, da kommen wir gerade noch nicht dran, aber wenn wir genügend Ressourcen haben, das liest man hier, bei Luke sind es 6, bei Vader sind es 7, die müssen nur da sein, dann können die das Schlachtfeld betreten. Da kommen wir aber gleich zu, denn dann geht die Action in Star Wars richtig los. Und diese Double-Sided Cards, die sehen so schön aus und diese alternativen Artworks. Wir werden später noch, nachdem wir das Duell gespielt haben, mit Jim über die verschiedenen Raritäten der Karten sprechen, über die verschiedenen Foils, die verschiedenen Grafiken auf den Karten. Denn für Sammler unter euch ist es natürlich auch ein sehr spannendes Thema. But I've got the initiative and I need to put my master plan into play. So I will tap 4 resources for my mighty Imperial Interceptor. Oh, that's not great for your ship. Not at all. Und dieser Interceptor hat, wie einige Karten in diesem Starterdeck von Vader, die Fähigkeit, direkten Schaden zuzufügen. Und wenn ich ihn spiele, habt ihr gerade gesehen, darf ich einer anderen Space-Einheit 3 Schaden zufügen, also wieder It's a trap! Und es zerstört dann dein Schiff. Restored RSC 170, der ist leider jetzt aus dem Spiel raus. Lief nicht ganz so gut für mich. So, jetzt bin ich aber nochmal dran und ich hatte eine schwierige Entscheidung, weil ich habe hier den teuren System Patrol Crofter da, das ist ein Sentinel, der zieht praktisch die Agro und muss angegriffen werden, hat aber auch mehrere von meinen Flottenkommandanten hier, die Lieutenants, die triggern auch sehr, sehr gut, habe dann einen davon abgelegt. So, und jetzt möchte ich, ich werde, glaube ich, wirklich für 3 Kosten werde ich meinen Wingleader spielen, weil damit kann ich eine Rebelleneinheit verstärken. Die Rebellen müssen zusammenhalten, also kommt der getappt hier rein, 3 Ressourcen und mein Rebel Pathfinder bekommt 2, wo sind sie? You can use both the experience cards. Yeah. Or you could also, of course, the Game Genic has their awesome reminder +1/+1s. So you can use those to represent it. Ich nehme die von Gamegenic, das heißt, ich nehme 2 Erfahrungstoken hier drauf. Das heißt, er hier kriegt jetzt auf beide Werte +2 drauf. Hat jetzt also 4 Angriff, theoretisch 5 Verteidigung, hat aber schon einen Schaden bekommen. Es bleiben also noch 4 Lebenspunkte über. Was aber zu notieren ist, und das hat Jim gerade nochmal gesagt, es gibt nicht nur die Gamegenic Tokens. Wenn ihr mit Karten spielen wollt, gibt es auch Kartentokens in den Boostern zu finden, die ebenfalls nutzbar sind, um dieses +1/+1 darzustellen. Das heißt, da finde ich auch schön, dass Karten direkt dabei sind. Ich habe viele TCGs gespielt, wo man improvisieren musste und dann hat man Tokens gelegt und musste irgendwie Würfel hinlegen oder Papierkügelchen oder so. So in many TCGs you need to improvise concerning the tokens, and you already thought of putting cards in to use as tokens, which is pretty awesome. Yes, absolutely. And with the way that we built the packs, right? Because this game, one of the things that's important to note, this game was built with limited format in mind, so like draft and sealed. And so every pack is going to have a leader, every pack is going to have a base, and obviously the leaders are double-sided, but on the back of every base will be one of the 2 tokens that exist in set 1, and so you'll collect many of them over the course of time.
Also, die Karten werdet ihr alle nach und nach in euren Packs, in euren Boostern bekommen. Es gibt immer eine feste Anzahl, wie viele Leader da drin sind, wie viele von diesen Ressourcentoken da drin sind. Das heißt, wie es eben bei einem Trading Card Game ist, ihr werdet nach und nach sammeln und dann euer Deck mit genau den Karten füllen, die ihr braucht und eben das Deck noch verstärkt. So, what would you say? Was it a smart action to play the wing leader and strong up my Rebel Pathfinder? Yes, I was actually worried when you started to play something because I was worried that if you attacked, or if you didn't attack, that meant that you weren't going to be able to attack with your Pathfinder because it was likely that the Technician would come in and take him out. But because you were able to play the wing leader and add some additional health with the +1/+1, I'm much less worried. So yes, no, that was a good play. Jim hat sich vorher mal ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, weil er hat gedacht, eigentlich hätte ich mit dem Rebellen angreifen müssen, damit er nicht so schnell aus dem Spiel rausgenommen wird. Dadurch, dass ich aber den Wing Leader gespielt habe und den jetzt eben nochmal abgegradet habe, ist er ein bisschen beruhigter gewesen und hat gesagt, doch, der Zug ist in Ordnung. Ja, der hat auf jeden Fall meinen Plan durchkreuzt, weil ich wollte mit ihm angreifen, um die Ressource zu generieren, um dich rauszunehmen und das geht jetzt gerade nicht mehr. Schade. But I think... Let me think for a moment. So that represents really honestly what just happened is actually one of the things that we love about the back and forth action system. Because you have this whole plan, you look at your cards, you look at your resources, you've like, okay, this is what I'm gonna do this turn. And it only takes one card by your opponent or one move by your opponent to completely disrupt that and makes you reevaluate in the moment. And that's one of, again, the depth that has with the game with, it's so important to think about how and when you sequence what you're doing. Genau das macht das Spiel aus. Man hat einen Plan, man möchte den umsetzen. Man spielt eine Karte und das ändert den Plan des Gegners komplett. Und das ist gerade bei Daniel passiert. Er muss jetzt komplett umdenken, weil das hat er nicht mit eingeplant. Und das soll auch eben diese Spannung an dem Tisch eben repräsentieren. Und es macht es auch dynamisch einfach, dass nicht jeder seinen Zug spielt und dann spielt er alle seinen Mana, all seine Ressourcen und macht seine ganzen Handkartenaktionen, so, sondern ich mache eine, du machst eine, ich mache eine. Wir wechseln uns ab und das bringt Dynamik ins Spiel. Can you tell us whether there will be like fast trap cards or reactions in the future that makes it even more dynamic? So I believe we've shown at least one kind of reaction card, but usually they're obviously in play. That space does exist, but we also find that, we actually get this question quite a bit about, the reactions. There's no reactions like there are perhaps in other games or fast action cards. And one of what we think is one of the reasons we didn't build a lot of that into the design is because we do think that when you play a card, you have a reaction to what they did by doing something on your side, right? So it's not as necessary as it is in other games. That said, it's obviously a design space we can use and something that the design team is considering. I mean, to be clear, we're working on sets 7, 8, and 9 right now. That's how far out we have gone to make sure that we have a successful game. Also er hat gerade nochmal gesagt, vielleicht ist mal das Wichtigste zuerst. Sie arbeiten gerade schon an Set 7, 8 und 9. Also die Zukunft ist geplant. Es ist kein Spiel, was jetzt in einem Jahr wieder irgendwie vom Erdboden verschluckt ist, sondern wenn ihr euch entscheidet, hier reinzugehen, Star Wars Unlimited dann ab März nächsten Jahres zu spielen, dass es auf jeden Fall bleiben wird. Und was er auch gesagt hat, ist, dass diese schnellen Reaktionen wie Kettenglieder, wie man es aus anderen Spielen kennt, also gerade nicht drin sind, weil er das Gefühl hat, wenn ich was mache, dann machst du was, kannst du ja schon reagieren auf das, was ich gerade getan habe. Aber sie lassen sich die Freiheit offen, trotzdem ein paar Karten in diese Richtung später zu etablieren. Was ich jetzt tun werde, um meine Taktik kurz zu erklären: Du hast ja die Fähigkeit, mit ihm Schilde auf deine Einheiten zu legen, die du gerade gespielt hast. Das werde ich auch gleich tun. Oder wirst du eben nicht, weil mein TIE Fighter vorher ihn rausnehmen wird. No! Oh no! But the good news is that when units attack each other, or attack, damage happens simultaneously. So Suicide Squad. Exactly. So that TIE Fighter is, doing service for the Empire to go and take out this wing leader, and they'll both end up defeated. Also der TIE Fighter erfüllt seinen Dienst für das Imperium und greift meinen Wing Leader an, aber beide zerstören sich damit. Okay, das war mein Zug. Was tust du? Ja, jetzt habe ich das Problem, ich hätte gerne die Fähigkeit von Luke eingesetzt, dass ich Karten, die ich gerade gespielt habe, shielden kann. Das kann ich jetzt nicht tun. Was ich aber jetzt tun werde,
ist, ich kann keine Handkarte mehr spielen, weil ich nur noch eine Ressource über habe und die mit 3 und 4 einfach zu teuer sind. Wir wollen euch aber ja auch noch zeigen, wie Luke und Vader aufs Feld kommen, weil die Zeit rast hier. Deshalb werde ich jetzt einfach mal genau das tun, was der Rebel Pathfinder die ganze Zeit tut. Ich greife die Base an, also Attack on the Command Center. Und da mit den abgegradeten Werten, das heißt, er bekommt 4 Schaden. 4 Damage to your base. Of course, I'm attacking with my Rebel Pathfinder. Would you say I would probably better attack this? Because I'm afraid that he can use the resource. Yes, I mean, if this is one of those things where, you know, it's likely that he's going to want that resource. And so you know that he's likely going to probably attack you anyway, just to be able to trigger that. So getting the most value out of your card is to attack the base. So good move. Also er gibt mir recht, weil die Karte, wenn die kaputt geht, wird die zu einer Ressource. Das wird Daniel wahrscheinlich wollen. Also wird er mich wahrscheinlich sowieso selber angreifen, was er jetzt auch tut, ja, um seine Karte zu zerstören. Der Schaden, der geht bei mir rein und zwar sind es nochmal 2 Schaden, die ich nehme. Bleiben also 2 Schaden über, weil ich die Karte eben verstärkt habe. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich habe zwar noch eine Ressource über, aber ich hole mir die Initiative zurück. I got the initiative. Okay, ich kann noch einen Zug machen, nachdem ich gerade angegriffen habe und dass diese Einheit zu einer Ressource geworden ist, werde ich diese Ressource benutzen, um Darth Vader zu benutzen, weil ich habe ja eine Villainous Unit gespielt. Bedeutet, ich kann nochmal einen Schaden auf diese Einheit verteilen und einen Schaden auf deine Basis. So langsam wird's knapp. Okay, und dann würde ich auch passen and we again reset the board. Es wird alles wieder getappt, das heißt, die Runde ist vorbei. Daniel hat gepasst. Die wird auch wieder ready gemacht. Die sieht schon ganz schön mitgenommen aus, diese Rebelleneinheit. Und ich ziehe wieder 2 Karten nach und muss wieder für mich die schwierige Entscheidung treffen, welche Karte hilft mir jetzt hier am meisten. Und ich glaube, dass ich... Ach, schwierig. Schwierig. Ich glaube... See, we give you 2 cards, but you still have hard. We give you 2 cards, but you still have hard choices. Yeah. It's so hard because I want to use them. I want to use all of my resources. The Sentinel is great. Hard decisions, but I take the. I can't do it. But I take the Consular Security Forces. Die werfe ich jetzt ab, obwohl die toll sind. Das sind mega gute Tanks mit 7 Lebenspunkten. Aber ich mache es einfach, weil ich ein bisschen an Ressourcen spielen möchte. Daniel, du bist dran. Ja, ich habe schon 2 Karten gezogen. Ich habe eine hier reingelegt, Okay. die ich nicht brauchen werde, weil ich sie schon mal auf der Hand habe. Und dann kannst du deinen ersten Zug machen. Then it's my turn. So, I am very afraid that Daniel will destroy him with his effect or something else. So I start with the attack of the Rebel Pathfinder on your base. So, 4 damage more. Ich hatte Angst, dass Daniel mir meinen Rebel Pathfinder mit seinen Vader-Effekten kaputt macht. Deshalb kriegt er hier 4 Schaden mehr. Und er sortiert es für sich so zusammen. Was it smart? Yes, because to your points, as soon as now there is some interesting like high level play because unless you're worried about Vader's ability, right? Before he can use Vader's ability, though, he's going to need to play a villainous unit. So you technically had 1 turn of delay for that, but you don't know. There might have been a card that comes in that does damage directly, so probably best to get that out of the way now and you guarantee that damage. Jim hat gesagt, ich hätte noch eine Runde Zeit gehabt, weil Vader muss erst eine Einheit, eine Imperial-Einheit gespielt werden, damit er seine Fähigkeit machen kann. Also wäre eine Runde da gewesen, aber es gibt auch Karten in dem Deck, die direkt Schaden machen. Also vielleicht ist es gar nicht so unclever, das so zu machen, wie ich gemacht habe. Aber das ist High-Level-Gaming. Wenn man hier richtig drin ist, dann weiß man auch die Strategien noch besser. Ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass du das machst, damit du nicht meine nächste Einheit irgendwie noch rausnimmst, mit der, die du gespielt hast gerade. Ich würde 4 Mana, 4 Ressourcen, Resources, not Mana, right? Yes, I'm into other TCGs, Correct. yeah. I don't know what that is. It's resources. It's resources, of course it's resources. I will, many of you know him maybe, play Grand Moff Tarkin, and he has like a card draw mechanic, which I will activate right now by playing him. I can search the top 5 cards of my deck for up to 2 Imperial cards, reveal them and draw them. Also ich kann jetzt 5 Karten ziehen, 2 Imperiale auf die Hand nehmen und den Rest unters Deck packen.
And while you do that, I think this is a good point. This is a good time to point out, right? Each of these characters, as you see them in their cards, are what we like to call a moment in time for that character. So, you know, when you look at the Grand Moff Tarkin here, it is obviously in his Grand Moff state. This is when he is at the height of his power. So going in and getting some additional Imperial forces to make sure that he can bring that to bear is an important part of that character's moment. Also hier werden die Charaktermomente aus den verschiedensten Zeitpunkten von Star Wars eingefangen und deshalb ist Grand Moff Tarkin hier eben auch dabei. Alles andere wird es auch geben aus der bunten Welt von Star Wars und der muss natürlich jetzt hier als großer Anführer dabei sein und seine Truppen verstärken. Also auch die Effekte sind natürlich auf den Karten abgestimmt. So. Ich habe mich entschieden, den TIE Fighter auf die Hand zu nehmen und die Cell Block Guard. Und weiter geht's. I've seen that my turn wasn't so smart, cause I could have used a Fleet Lieutenant. Yes, and this would be the one turn. Ich hätte den Flottenkommandanten spielen sollen. Ach, dafür muss man das Spiel einfach häufiger spielen, weil der triggert nämlich mit anderen Rebelleneinheiten. Und mein Rebel Pathfinder ist natürlich ein Rebell und damit hätte ich einen kostenfreien Angriff bekommen und sogar noch die Truppe auf dem Feld gehabt. Wäre also viel, viel schlauer gewesen. Die Karte werde ich diese Runde also nicht mehr spielen, sondern werde jetzt meinen Sentinel hier platzieren, damit ich ein bisschen Schutz habe, zumindest vor seinen imperialen Schiffen. So, I'm playing the System Patrol Croft for 4 resources and he's a Sentinel in the Space Units area. Yeah. It's moments like that where you realize, like, it's one of the things I think I like about the back and forth design as well is, you know, when you're looking at a card like that and you realize it, you'll be able to play that moment back later and be like, I know how I could have done that better. You can see it, right? It's not a mystery. It's not, oh, I don't know how I lost or I don't know what I could have done better. You get those moments where you see it. Also man kriegt die Momente sofort mit und man lernt das Spiel dadurch ganz, ganz schnell und ich weiß ganz genau, das kann natürlich jetzt ein Zug gewesen sein gegen einen guten Spieler, der mir den Sieg gekostet hat, dass ich den nicht vorher gespielt habe, aber man merkt es sofort danach und kann danach eben besser werden. Ich werde mit dem Imperial Interceptor deine Einheit angreifen. Sie kriegt 3 Schaden und meine wird leider zerstört, aber manchmal muss man Opfer bringen. Ich werde die Fähigkeit von Luke Skywalker nutzen und werde der neuen Einheit hier ein Schild geben, um mein Sentinel stärken. Kann ich nicht? No, I can't do it. I can't do it, cause Luke just shield up units with the white token. And my System Patrol Craft has a blue token. So you have to look for that. Ich kann das nicht machen, weil Luke gibt den Schild nur an weiße Einheiten, sprich, da muss dieses weiße Symbol drauf sein. Das hat die Einheit gar nicht. Schade, wieder nicht richtig hingeguckt. I make that mistake every time I play the Luke deck. Every time. So don't feel bad. Ja. So, my only opinion is to take the initiative. Okay, ich habe darauf gehofft, dass du das nicht machen kannst und werde nun, weil ich ja eine Einheit gespielt habe, wieder Darth Vader aktivieren, einen Schaden hier drauf verteilen, einen Schaden auf die Base und damit ist dein komisches Flugzeug da weg. Rebellenfahrzeug. So wendet sich das Blatt. Die Rebellen, die müssen auch mal ein bisschen einstecken. Ne? Ich bin durch. Okay, dann werde ich noch einmal eine Ressource nutzen und einen TIE Fighter spielen, einen weiteren. Der kommt wieder rausgeschossen und das wäre dann auch meine letzte Aktion diese Runde. Also, wir ziehen wieder auf, machen unsere Karten ready. Ziehen 2 Karten nach. Oh, there is Yoda. Yoda ist da, but unfortunately I'm thinking I will not be the winner. Und ich lege in dieser Runde, weil ich dann 6 Ressourcen habe. One quick question. Is Vader a unit? In this current state, Vader is not a unit. Once he enters the battlefield by flipping, then he becomes a leader unit and is a unit. That is pretty awesome. Okay, let's play on. Ich habe meine Entscheidung gemacht und jetzt wird es spannend, denn ich habe 6 Ressourcen und Luke kann das Feld mit 6 Ressourcen betreten. Dann ist es aber eine Aktion, das zu machen und ich versuche zumindest meinen Fehler aus der letzten Runde hier nochmal gut zu machen. Deshalb werde ich Luke nicht sofort als Aktion bringen. I will start to play the Fleet Lieutenant now in this round before I lose the Rebel Pathfinder. So, also
Ich spiele den Flottenlieutenant, der kommt getappt rein und der hat die Fähigkeit, wenn gespielt, und wenn die Frage kommt, die Karten gibt es auch auf Deutsch, sind aber gerade als natürlich Demo-Karten, das heißt nächstes Jahr, wenn das Spiel zur Verfügung ist, da werden die auf Deutschland. When will the game be available? March 8th. We've made the announcement here at Spiel on Thursday. So yes, I can finally say that. Der 8. März, merkt euch das, ist auf der Spiel hier announced worden. Und das ist ja das Geniale, wir zeigen hier euch gerade Sachen, die noch niemand weiß. Also richtig, richtig gut. So, der ist gespielt. Ich darf mit einer Einheit angreifen, die kriegt sogar nochmal +2 Angriff. Das heißt, der macht jetzt 6 Schaden an deine Base. Okay, weil wir langsam, because we slowly run out of time, let me just explain what I would do this turn, what my plan would be, and then I'll go ask you some more questions. Of course. But you will play Vader. Ich würde nämlich Darth Vader spielen. Ich habe 7 Ressourcen hier. Ich kann meinen Darth Vader mit 7 Ressourcen umdrehen zu seiner Einheitenseite. Ich habe eben gefragt, weil ich Kombos mit Einheiten habe. Dazu komme ich gleich. Er wird also eine Einheit hier in meinen Ground Units und dann würdest du was machen. It's also important to note that unlike other units that come into play exhausted, we wanted the leaders to feel incredibly powerful. So you don't pay those resources, right? You just have to have them. And leaders come out ready so that they can fight immediately and get into the battle. Genau. Dann vielleicht noch ganz kurz. Ich würde auch noch in diesem Zug, weil wir nicht den Zug noch zu Ende spielen werden können, ich würde dann wahrscheinlich auch mit Vader noch angreifen später. Und sein Effekt ist, wenn er angreift, darf ich 2 Schaden zu irgendeiner Einheit machen. Dann würde ich Vader sogar für 2 Mana mit Admiral Motti wieder bereit machen können. Und dann nochmal mit Vader angreifen. Dann hätte ich mit dem Force Choke, der 1 weniger kostet, weil ich eine Machteinheit mit Vader habe, nochmal was machen können. Also ihr seht, wir sind jetzt in... Würde. Nein, ich möchte nur zeigen, dass Combo-Potenzial besteht, selbst mit den 30 Karten im Starterdeck. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr dann noch andere Karten in diese Decks einfügt, auf jeden Fall, obwohl es erst das erste Set ist, einiges an Combo-Potenzial haben. Das Problem ist, wahrscheinlich würdest du ihn mir sicherlich auch rausnehmen. Du würdest Vader als Gefahr sehen, du würdest ihn besiegen und wenn diese Einheiten, diese Leader besiegt werden, dann werden sie wieder in ihren Slot gesetzt, aber dürfen ihre epische Aktion nicht mehr benutzen. Das heißt, sie kommen nur einmal aufs Feld und man muss wirklich gut auf sie aufpassen. Ich hätte natürlich, um dieses Battle so episch wie möglich zu machen, Luke aufs Feld geschickt und dann wäre Luke gegen Vader. Das ist eigentlich ein mega Cliffhanger für das Ende dieses Duell. Luke wäre auf dem Feld gewesen und er hätte wahrscheinlich noch ein Matchup bekommen mit seinem Meister Yoda. Ja, und dann hätten wir mal geguckt, wer da stärker gewesen wäre. Vader ist natürlich ein Biest, aber die Rebellen müssen was aushalten. Also mal gucken, was passiert wäre. I've got 1 or 2 more important questions. Of course. So the first one would be, we like playing competitive play. I like playing competitive. What are your plans for organized play? Because there are many. Yes. So we have built the organized play for this game from the ground up. When we were doing research and development on the gameplay, we were also doing research and development on the organized play structure, and we built them together so that everything made sense in the way that it all worked as a complete package. And so we have 2 different tracks for organized play. We have what we call our casual path, and then we have our competitive path. And the casual path is intended to be, you show up at your store for the pre-release event. So there is going to be, we said that March 8th is when the game will release. We will do a pre-release event the week before, which will be sealed. You'll get a pre-release box. You'll be able to have 6 packs out of there. You'll be able to play. That's your first experience. Then we move into a weekly play where you can go into your store weekly. You can, play with other players. You can trade. You can do those things to get participation packs that will give you special cosmetic versions of cards that you can't get those cosmetic versions anywhere else. And then eventually that will lead to a store championship where you can kind of get the first taste of that competitive play you're looking for. And then on the competitive track side, we have store championship, we have the planetary qualifiers. Planetary qualifiers, sector, and regional qualifiers that all lead into our Galactic Championship, our Worlds event, where a Galactic Champion will be crowned each year. And so
We have kind of built the tournament point system into that and the way that we structure that. We haven't gone too much into detail yet. That is something that actually we're doing later this month. So make sure to tune into FFG socials and we can get you all of the information for competitive play. Okay, and one more question to ask you, because there will be different rarities, different graphics on the cards. Can you tell us a bit more for all the collectors out there who are interested in awesome looking cards? Yes, by the way, collector, I'm a collector. And so one of the things that we have is every card in the game has, of course, the standard version that you see here with the frame as you see it. But we also have, for every single card in the set, what we like to call, it's our version of Borderless, it's our hyperspace cards. So you can kind of see how we take the border away, we add in kind of the hyperspace effects to the edges, and every single card, there are 252 in set 1, every single card will have a hyperspace version. But we're not done with that yet, right? Almost every single card in the set will have a foil version. There are couples that we have left out, maybe for organized play or things like that. But in addition to that, we also have hyperspace foils. So if you want to take that to just one more level. And then lastly, we have a very special treatment for our leaders. Each leader in the game has what we call a showcase variant. It is a completely new piece of art. It is a different type of foil. It is completely and truly borderless. And they are by far the rarest version of a card in our game. Das heißt, willst du kurz wiederholen? Ich will kurz mal eben für euch übersetzen. Das war jetzt sehr, sehr viel. Das Letzte, was er auf jeden Fall gesagt hat, jede Karte wird natürlich in der normalen Form zur Verfügung sein. Die Karten werden dann aber auch foliert zur Verfügung stehen. Das heißt, die sind dann auch glitzernd. Und auch in einer Hyperspace-Variante, da sind diese ganzen Ecken und Rahmen nicht mehr da drauf. Das heißt, ihr seht das Bild noch viel, viel freier. Und die Leader, die kriegen auch noch einen Showcase. Das heißt, das sind dann Karten mit einem komplett neuen Bild, alles im Hyperspace. Also ihr habt hier für den Sammelwahn alles dabei. Und wenn ihr nicht nur sammelt, sondern auch eben gegeneinander spielen wollt, gibt es die Galactic Championship. Ja, das heißt, ihr spielt in mehreren Turnierebenen, ihr spielt in den Lokalen bei euch vor Ort, könnt euch da dann eben qualifizieren für andere Sachen und alles führt dann eben zu dieser galaktischen Meisterschaft in Star Wars Unlimited. I am hyped. And because I am even more curious, I've got another question for you. Of course. I told you can ask me whatever you want. I will. Because, what was my question? That's the thing, I distract. Yeah, you distracted me from my very important question. He's like a goldfish. No, my question would be, what can players look forward to, set-wise? Because you said you're also already thinking about set 7, 8, and 9. Yes. And I think you already have the first year of sets planned out, right? Can you tell us more about the first sets and maybe the first factions we're going to encounter as players? So there are certain things that I won't be able to talk about or reveal because we want to make sure we have the right marketing beats and we allow it to let stuff come out as to be excited for. But I can say that not only do we have all of set 1 or all of the first year, because we've decided one of the things we're doing is 3 sets a year. All of year 1 is done from a development standpoint. So now it's in various stages of production and moving through the pipeline. But set 1 is very much, we call it Spark of Rebellion. It's very much focused on the Galactic Civil War. It's very much focused on Rogue One and, of course, Rebels, the animated series. From there, I can give you the next 2 set names. But and you'll be able to get probably some information from those, but I'm not going to go any deeper than that. Okay. So for set 2, we will be you will get a look into the shadows of the galaxy, and then for set 3, we will visit the Twilight of the Republic. Also, ihr könnt euch freuen für 2024. Es werden jedes Jahr 3 Sets rauskommen. Sparks of the Rebellion ist das erste. Dann, das zweite war Shadows of the Galaxy. Shadows of the Galaxy. Ihr könnt also schon mal raten, welche Inhalte aus der Star Wars Serie dabei sein wird. Und das letzte war, the last one? Twilight of the Republic. Twilight of the Republic. Das wird die 3 Sets werden kommen. Guckt euch auch mal die Logos an und schaut auf Social Media nach. Da werden sie nach und nach auch noch mehr announcen. Da könnt ihr vielleicht schon vermuten, welche Karten da enthalten sind. Und es wird sich wahrscheinlich auch an der Mechanik noch etwas tun. Und das Spannende ist, dass man natürlich auch auf diese Events, auf die man später fährt, die Decks mitnehmen muss. Und diese Decks kann man in Deckboxen packen. Und zum Glück
hat sich da Star Wars Unlimited mit Gamegenic zusammengetan. Vielleicht können wir einmal aufstehen, weil da drüben ist eine Vitrine mit den ganzen verschiedenen Deckboxen, die auch ein paar coole Innovationen bieten. Maybe we can like stand up and talk about the different Gamegenic deck boxes we can use especially for Star Wars Unlimited. So, yes, so all of these products, it's important to note, all of these products were designed alongside Gamegenic during development of the game. So we've actually been working with Gamegenic for about 2 years, very closely to design products that make sense for Star Wars Unlimited specifically. And some of the features that they've designed are so incredibly cool. So you'll see in front of you, you've got, right, there's a kind of the entry level, you've got pointed right here. You know, it's very much, it's just called the soft crate. You got to use, you know, cool Star Wars terms, and Gamegenic knows how to properly name some things. So while we are talking, a stormtrooper come next to me. Did I something wrong? They might have a, no, I think they're probably just guarding the Gamegenic stuff. That would be appropriate. So yeah, okay, back to Gamegenic. Yes, we'll move back, but yes, keep an eye out just in case. So the soft crate comes with both, you know, what you would expect for kind of one of these entry-level products, and also comes with a token box, because in this game you've got obviously all of your tokens. I will translate the first step. Yes. Also, seit 2 Jahren wird mit Gamegenic zusammengearbeitet und es wird wirklich Wert darauf gelegt, die passenden Sachen für die Spiele zu machen. Also nicht Dinge, die unnötig sind, sondern nur Features, die man wirklich braucht. Und das, die erste Box, die er uns jetzt gezeigt hat, ist die Einstiegsbox, und die ist eben besonders, weil sie eben mit den mechanischen und den magnetischen Formen daherkommt, aber auch noch eine eigene Box für die Tokens dabei hat, wo auch nichts rausfallen kann. Okay, the next box. All right, so so this comes with, you talked about the token box at all? Yes. Perfect. So then this is our, the first of the premium products. This is a deck box that, of course, you know, you kind of can look at it, you see obviously the awesome texture, the Star Wars Unlimited logo, the aspect symbol on the top. But what's unique about this, and actually we're going to kind of move over because I think this is a better way to view it, you have this, the ability to have your leader card at the front that shows, let's see, yes, where you can, so without having to open up your deck box, you can immediately know which leader you're using, and what, you know, what your deck, which deck you have in there. And that is a hard protective case. It's a slide case, and it slots very nicely into the actual front end. You don't need a sleeve to put it in there. You can just literally pull that out and play it immediately from, you know, with that. You could sleeve it, but this allows it to be protected, and because it's clear on both sides, you can just play it in that case like you saw at the table. And then we've got a spot for the base, because that's a required part of it. And then at the top, it can actually hold 60 triple sleeved cards for those who like to triple sleeve cards, but otherwise it'll have a little bit of extra depth for you for maybe some potential extra cards in the future. And then it also comes with a token tray, so you can put all of your tokens in it. And one of the things that I think is super cool is that because all of these were done in the different aspect colors, each of the different parts are swappable. So if you had a green, blue, and white deck, you could technically buy those 3 products and build your deck's colors with it. Also, die Boxen, die ihr gerade gesehen habt, kommen eben in verschiedenen Farben. Ihr könnt euren Leader vorne reintun. Der ist auch perfekt geschützt durch die Sleeves. Die Karten haben genügend Platz, weil die können sogar dreifach gesleeved werden. Eure Base hat einen Platz da drin. Alles ist magnetisiert. Es ist vom Material her sehr, sehr hochwertig. Die Karten sind geschützt da drin, sogar im VUV auch euer Leader vorne drin. Und das, was wir nicht gesehen haben, da gucken wir ganz schnell drauf, weil die Zeit, Time is running, das letzte, was wir haben, ist eben auch noch diese Box für 2 Spieler, und da könnt ihr dann eben am Tisch spielen. Wir kommen hier einmal rum, we go around and have a quick look on the double box. Yes, so the double box gives all the features of the single player one, but now you have a way to do it 2 players. Everything you see is just duplicated. The nice thing about it is that it actually can be sat down in the center of the table. You can open each side flap and play with your decks from the box. Okay. So it can be your centerpiece. Hier könnt ihr wirklich beide euch gegenüber an den Tisch setzen. Beide Seiten werden aufgeklappt. Ihr kriegt eure Decks daraus. Das ist der Einblick. Star Wars Unlimited. Das erste Let's Play. Thank you very much and enjoy the game. Thank you very much. Enjoy, everyone.